Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. In this video, I'd like to teach you how to say however in German. Let's take a closer look. You already know the word aber, which means but you can also use jedoch or allerdings. Let's take a look at some examples. Er steht früh auf, aber er fährt erst um 8 Uhr los. He gets up early, but he only leaves at 8 a.m. Er steht früh auf, aber er fährt erst um 8 Uhr los. You can also say, er steht früh auf, er fährt aber erst um 8 Uhr los. Now, how do we say that sentence using jedoch or allerdings? Er steht früh auf, allerdings fährt er erst um 8 Uhr los. Or you can say, er steht früh auf, jedoch fährt er erst um 8 Uhr los. You may notice that when you use jedoch or allerdings after the comma, it needs to be followed by the verb. Jedoch fährt er erst. Allerdings fährt er erst. You can also say, er steht früh auf, er fährt allerdings erst um 8 Uhr los. Or you can say, er steht früh auf, er fährt jedoch erst um 8 Uhr los. Wir sind drinnen, wir gehen aber gleich nach draußen. We're inside, but we're going outside in a bit. Wir sind drinnen, allerdings gehen wir gleich nach draußen. Wir sind drinnen, jedoch gehen wir gleich nach draußen. Patrick hat eine Tochter, sie lebt aber bei der Mutter. Patrick has a daughter, but she lives with her mother. Patrick hat eine Tochter, sie lebt aber bei der Mutter. Ich würde das Buch gerne kaufen, allerdings ist es zu teuer. I would like to buy the book, however, it's too expensive. Ich würde das Buch gerne kaufen, allerdings ist es zu teuer. Or you can say, ich würde das Buch gerne kaufen, aber es ist zu teuer. You can also say, ich würde das Buch gerne kaufen, jedoch ist es zu teuer. Ich bin nicht Marion, allerdings sehe ich ihr sehr ähnlich. I'm not Marion, however, I resemble her a lot. Ich bin nicht Marion, allerdings sehe ich ihr sehr ähnlich. Or you can say, ich bin nicht Marion, aber ich sehe ihr sehr ähnlich. Or you can say, ich bin nicht Marion, jedoch sehe ich ihr sehr ähnlich. Er verspricht uns immer viel, allerdings hält er seine Versprechen nie. He always promises us a lot, but he never keeps his promises. Er verspricht uns immer viel, allerdings hält er seine Versprechen nie. Ich wäre gerne mit euch gekommen, allerdings muss ich für meine Prüfung lernen. I would have liked to come with you guys. However, I have to study for my exam. Ich wäre gerne mit euch gekommen. Allerdings muss ich für meine Prüfung lernen. Or you can say, ich wäre gerne mit euch gekommen. Jedoch muss ich für meine Prüfung lernen. You can also say, ich wäre gerne mit euch gekommen, aber ich muss für meine Prüfung lernen. Sie hat es mir schon 1000-mal erklärt. Allerdings habe ich es immer noch nicht verstanden. She's already explained it to me 1000 times. However, I still didn't understand it. Sie würde gerne im Ausland studieren. Allerdings muss sie erst Geld sparen. She would like to study abroad. However, she has to save money first. Sie würde gerne im Ausland studieren. Allerdings muss sie erst Geld sparen. Ich würde gerne Feierabend machen. Jedoch habe ich noch einen Haufen Arbeit zu erledigen. I would like to finish work. However, I still have to get a lot of work done. Ein Haufen Arbeit means a pile of work. Ich würde gerne Feierabend machen, aber ich muss noch einen Haufen Arbeit erledigen. Sie würde gerne mit uns Ski fahren. Allerdings ist sie erst Anfängerin und kann nur auf den blauen Pisten fahren. She would like to go skiing with us. However, she's just a beginner and she can only go on the blue slopes. Sie würde gerne mit uns Ski fahren. Allerdings ist sie erst Anfängerin
und kann nur auf den blauen Pisten fahren. Ich würde gerne einen Deutschkurs machen. Allerdings weiß ich nicht, welches Niveau ich habe. I would like to take a German course. However, I don't know what level I have. Ich würde gerne einen Deutschkurs machen. Allerdings weiß ich nicht, welches Niveau ich habe. Er spricht schon gut Deutsch. Allerdings muss er noch an seinem schriftlichen Ausdruck arbeiten. He already speaks German well. However, he still has to work on his written expression. Er spricht schon gut Deutsch. Allerdings muss er noch an seinem schriftlichen Ausdruck arbeiten. Er sitzt unter der Woche 8 Stunden auf seinem Schreibtischstuhl. Allerdings macht er am Wochenende viel Sport. He sits on his desk chair for 8 hours every day during the week. However, he works out a lot during the weekend. Er sitzt unter der Woche 8 Stunden auf seinem Schreibtischstuhl. Allerdings macht er am Wochenende viel Sport. Alright, now you guys know how to use however in German. Remember to go to germanwithjane.com. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!